Du planst deine erste oder zweite Städtereise nach Leipzig. Und du hast schon ein paar Punkte auf deiner Reiseliste, aber bist nicht sicher, was sich lohnt. Dann lass es uns gemeinsam herausfinden. Ich bin Jan, oder besser gesagt sein Avatar, seit mehr als 10 Jahren Deutschland-Reiseblogger und im Rahmen dieses Videos nicht zum ersten Mal in Leipzig. Dennoch möchte ich dich nicht als Leipzig-Profi abholen, sondern dir die Stadt und ihre Köpfe dahinter aus einer frischen Perspektive zeigen. Komm mit nach Leipzig. Gutes Hotel in Leipzig gesucht. Wenn ich ehrlich bin, dann ist die Lage eines Hotels für mich am allerwichtigsten. Christian im Video neben mir ist einer deiner Gastgeber im Stay Cook mit 4 kleinen O's geschrieben. Es ist in der Gottschedstraße, einer beliebten Ecke mit Bars und Restaurants. Auch alle Sehenswürdigkeiten sowie das Stadtzentrum sind nur wenige Gehminuten entfernt. Lass dich im Hotel auch vom digitalen Check-in und vom offenen Konzept überraschen. Wie findest du es auf den ersten Blick? Das größte gebaute Denkmal Europas. Falls du zum ersten Mal vor dem Völkerschlachtdenkmal stehst, was bei deiner ersten Städtereise nach Leipzig sehr wahrscheinlich so ist, dann ist die Größe schon sehr beeindruckend. Von weitem wirkt das 90 Meter hohe Bauwerk gar nicht so mächtig, aber spätestens innen hörst du von Besuchern den einen und anderen Begeisterungssound. Und der Weg nach oben über die mehr als 300 Stufen lohnt sich für diesen Top-Ausblick. Wie gefällt dir sowas? Klein-Venedig mit berühmter Brücke. Als das Musikvideo für Die Da von den Fantastischen Vier in Leipzig entsteht, sieht die Stadt noch etwas anders aus. Die Könneritzbrücke ist aber immer noch da und bei einer Bootsrundfahrt durch Klein-Venedig schipperst du gemütlich unter ihr durch. Leipzig hat übrigens mehr Brücken als Venedig, kein Scherz. Bei deiner ersten oder zweiten Städtereise nach Leipzig rate ich dir unbedingt zu so einer Bootstour, da du Orte siehst, die dir sonst verborgen bleiben. Mega. Das weltweit größte seiner Art, auch wenn es im Leben oft auf die Größe ankommt, ist sie nicht der einzige Grund für einen Ausflug ins Panometer. Ob dir das weltweit größte 360-Grad-Panorama gefällt, hängt nämlich nicht von der Größe ab, sondern vom Thema. Die übergroßen Bilder schwenken inhaltlich von Kunst wie die Kathedrale von Monet über Natur wie Antarktis bis zu historischen Ereignissen wie Titanic. Die 360-Grad-Ausstellung gibt es übrigens auch in anderen deutschen Städten. Kennst du das? Kannst du schon? Das Haus mit der Spinne kennt jeder. Egal wie du selbst zu Spinnen stehst, bei deiner ersten Städtereise nach Leipzig weist sie dir sinnvoll den Weg oder besser gesagt das Ziel. Das Naturkundemuseum zeigt dir eine beeindruckende Vielfalt an Exponaten, die dir die faszinierende Entwicklung des Lebens auf der Erde veranschaulichen. Ronny Mike Leder im Video neben mir leitet das Museum und freut sich schon auf das Jahr 2029, denn dann zieht das Museum in neue Gemächer. Bis dahin freust du dich auf mehr als 300 präparierte Tiere und eine übergroße Frau Schmidt. Kennst du Ode an die Freude? Okay, aber kennst du auch das Lied an die Freunde? Das Schillerhaus in Leipzig ist eines der wenigen erhaltenen Bürgerhäuser, in denen Friedrich Schiller damals tatsächlich lebt und arbeitet. Im Sommer 1785 feilt er an seinem berühmten Werk, das ursprünglich Lied an die Freude oder sogar Lied an die Freunde heißt. Man weiß es nicht mehr genau. Franziska aus dem Video neben mir gibt Führungen im Schillerhaus und weiß quasi alles über Friedrichs Leben, Lieben und die Tochter aus Elysium. Kaffee, aber kein Kaffee. Hä? Die Kaffeerösterei Elstermühle bietet dir zwar keine Gastronomie, dafür aber eine neue Location ab Ende 2025 und echten Leipziger Stoff. Mario aus dem Video und sein Sohn Tom stehen täglich selbst am Röster. Und wenn du zur richtigen Zeit kommst, schaust du den Röstmeistern bei der Arbeit live über die Schulter. Das schwarze Gold trägt hier übrigens lokale Leipziger Berühmtheiten im Namen, inklusive Wirkungsgrad, wie August der Starke oder Anton der Gütige. Top-Tipp, tipptopp. Fazit. Bin gespannt, wie du die Stadt nach deinem ersten Besuch empfindest. Leipzig überrascht mich damals total. Für mich ist es einerseits bewegend, an Orten wie der Thomaskirche zu stehen, andererseits an überwältigenden Ecken wie am Völkerschlachtdenkmal. Aber Leipzig ist nicht nur Geschichte. Ich mag es, durch lebendige Viertel wie Plagwitz mit seinen Kanälen zu schlendern, das Treiben auf der Kali zu beobachten und direkt vor der Hoteltür die Vielfalt der Gottschedstraße aufzusaugen. Es ist diese faszinierende Mischung, die Leipzig für mich so besonders macht. Wie gefallen dir diese Reisetipps? Fehlen dir noch Infos oder fühlst du dich bereit für deine erste Leipzig-Städtereise? Schreib mir gerne einen Kommentar. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.